Hallo? Ja, ich würde gern 2 Minifanten bestellen. Einmal DS und DS Pro. Ja, mit extra viel Käse. Ja, danke. Hi, ich bin Flo, Produktmanager von Xvlog. Und heute möchte ich euch ein bisschen was über unsere Fernbedienung, die FFB 2000 Pro, erzählen. Wie funktioniert sie, was sind die essentiellen Basisfunktionen, was kann man darüber hinaus machen und was könnt ihr machen, wenn sie mal wieder nicht funktioniert. Schaut es euch an! Wenn ihr die Fernbedienung von uns geliefert bekommt, kommt sie in so einem praktischen Koffer. Ganz egal, ob mit Maschine oder einzeln bestellt. Schauen wir mal rein. Tada! Beginnen wir bei dem Handteil der Fernbedienung. Dann haben wir das Empfangsteil der Fernbedienung, den Quick Guide, das Netzteil zum Laden des Handteils und wir haben 2 Stabantennen. Zum Aufbau der Fernbedienung. Als erstes müsst ihr den Empfänger mit der Maschine verbinden. Dazu haben wir hier einen stabilen Industriestecker und den schraubt ihr einfach hier unten an den Empfangsteil der Maschine an. So, Empfänger ist verbunden. Wichtig, die Stabantenne einmal oben aufdrehen und dann könnt ihr das Teil einfach an eure Maschine machen. Kleiner Tipp, macht es in die Richtung, in der ihr arbeitet, dann habt ihr eine bessere Funkverbindung. Das Handteil wird auch noch schnell mit einer Antenne ausgestattet und ihr seid fertig und seid ready to go. Hier seht ihr jetzt das Handbedienteil der Fernbedienung, den Teil, den ihr quasi beim Flocken um euch rumhängt. Einschalten, ganz einfach, Doppelklick auf den weißen Strich. So, das war das akustische Signal, dass die Fernbedienung erfolgreich eine Verbindung zur Maschine aufgebaut hat. Damit könnt ihr jetzt Material und Luft einschalten. Damit schaltet ihr wieder aus. Hier könnt ihr über diese beiden Tasten die Luftmenge regulieren und hier unten die Materialmenge. Zum Einschalten ein Doppelklick auf den weißen Strich. Das war jetzt nur die Luft. Wenn ihr sie normal arbeiten lassen wollt, macht ihr einfach einen einfachen Klick auf den weißen Strich. Und ihr seht es schon, ein einfacher Klick auf den roten Kreis schaltet das Ganze aus. Während ihr arbeitet, wenn die Maschine läuft, könnt ihr auch durch einen einfachen Klick auf den weißen Strich die Materialförderung ausschalten, aber die Luft bleibt weiter an. Und das war schon das ganze Geheimnis zur Bedienung in 95% eurer Fälle. Zum Ausschalten, Doppelklick auf Rot. Dann schauen wir uns jetzt mal ein paar weitere Funktionen der Fernbedienung an. Zum einen die Arbeit mit dem Schleusenschieber, zum anderen die Arbeit mit der dynamischen Drucksteuerung und wie kann ich in den Parameter-Mode wechseln und hier viele Sachen im Detail ändern oder den Easy-Mode aktivieren. Schauen wir es uns an. Standardmäßig könnt ihr hier unten über die Materialmenge die Rotationsgeschwindigkeit der Schleuse ändern. Wollt ihr den Schleusenschieber ändern, drückt ihr 2 Sekunden lang hier auf die rote Taste, seid damit im Schleusenschiebermodus und bei gedrückter roter Taste könnt ihr nun hier unten die Position des Schleusenschiebers verändern. Danach entweder warten, bis die Fernbedienung nach 10 Sekunden wieder in den Bedienermodus springt oder einfach kurz ausschalten. Zum Einschalten der dynamischen Drucksteuerung haltet ihr die rote Taste gedrückt und drückt einmal schnell auf das Plus der Luftmenge. Ihr seht es jetzt schon, die Luftmenge blinkt. Ihr könnt sie immer noch regeln, aber die Maschine wird sich jetzt halt automatisch nach unten regeln, sobald der Gegendruck steigt. Zum Ausschalten der dynamischen Drucksteuerung rote Taste halten und einmal kurz auf das Minus der Luftmenge. Solltet ihr darüber hinaus mit der automatischen Abschaltung arbeiten wollen, könnt ihr diese aktivieren, indem ihr die rote Taste haltet und zweimal schnell auf die Einschalttaste drückt. Jetzt seht ihr es, jetzt blinkt hier oben die LED für die dynamische Drucksteuerung. Was jetzt passieren wird, sobald die Maschine den Maximaldruck erreicht, schaltet sie sich automatisch aus
Hier oben wird das Blinken in eine Dauerleuchten übergehen und ihr kriegt ein akustisches Signal, dass ihr euch nicht wundert, warum die Maschine auf einmal ausgeschaltet ist. Falls ihr die automatische Abschaltung wieder deaktivieren wollt, geht ihr genauso vor wie beim Einschalten. Ihr haltet die rote Taste gedrückt und drückt zweimal schnell auf den Einschaltknopf. Last but not least könnt ihr auch in den Parametermodus wechseln und dort sehr viele einzelne Einstellungen ändern. Wie lange verzögert sich das Material nach Aktivierung der Luft, aber auch zum Beispiel den Funkkanal, wenn euch der Kran auf der Baustelle dazwischen funkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wechseln in den Parametermodus, indem wir hier unten Plus und Minus gedrückt halten und einmal auf die rote Taste drücken. Und jetzt seht ihr es schon, jetzt geht hier oben ein Blinken los, wir sind im Parametermodus. Zum Aktivieren des Easy Modes geht ihr hier oben bei der Luft auf die Stufe 7, wie bei mir schon aktiviert, und wechselt hier unten dann zum Maschinentyp Stufe 6. Zum Verlassen des Parametermodus einfach 5 Sekunden auf Rot drücken. All die Einstellungen zum Parametermodus und was möglich ist, findet ihr hier in der Kurzanleitung direkt auf Seite 2 in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt. Was tun, wenn die Fernbedienung mal nicht funktioniert? Als allererstes natürlich prüfen, ist sie an und hat sie eine Verbindung zum Empfänger. Sollte das nicht sein, kriegt ihr ein akustisches Signal, wie hier. Dann beschwert sie sich einfach. Als nächstes könnt ihr natürlich prüfen, ob der Empfänger richtig montiert ist, ob der Anschluss richtig an der Maschine ist, ob die Fernbedienungen richtig drinnen sind. Genauso übrigens bei der Fernbedienung, beim Handteil. Sollte das immer noch nicht funktionieren, könnt ihr versuchen, den Empfänger umzupositionieren, dass er näher an der Baustelle ist. Theoretisch, wenn ihr im Keller arbeiten wollt, könnt ihr hierfür auch ein 50 Meter Verlängerungskabel kaufen und den Empfänger einfach viel näher ans Haus bringen. Wenn das immer noch nichts bringt und die Fernbedienung einfach nicht will, könnt ihr hier unten ein mitgeliefertes Kabel anschließen, genauso mit dem Empfänger hier verbinden und könnt die Fernbedienung dann immer noch als eine kabelgebundene Fernbedienung verwenden. Nicht ganz so bequem wie mit Funk, aber auf jeden Fall könnt ihr die Baustelle zu Ende bringen. Den Akkustand der Fernbedienung prüft ihr, indem ihr einfach bei aktivierter Fernbedienung gleichzeitig die Plus- und Minus-Taste des Materials drückt. Und dann seht ihr schon, die Fernbedienung, die ich hier habe, hat 90% Akku. Und hier oben, das blaue, ist übrigens der Softwarestand, in dem Fall 2,3, Kommazahl blinkt ein bisschen. Das ist die erste Frage, die euch die Kollegen im Service stellen werden, wenn ihr sie anruft mit Problemen zur Fernbedienung. So, und damit sind wir auch schon durch die Bedienung unserer Fernbedienung FFP2000 Pro. Ich schalte sie hier mal ab und für euch gilt, immer locker flockig bleiben.